Wir verbringen sehr viel Zeit damit, andere Menschen zu beobachten und sie zu beurteilen. Uns ein Bild und eine Meinung über sie zu erstellen, wer sie wirklich sind und welchen Wert sie haben. Wir etikettieren und stecken sie unbewusst damit in Schubladen. Doch das meiste von dem, was wir sehen, ist eine Aufführung von ihnen, eine Maske, wenn man so will, eine Performance. Zudem ist hinzuzufügen, dass wir die Welt eben nicht sehen, wie sie wirklich ist, sondern wie wir glauben, dass sie ist. Dieser Fakt ist zunächst etwas, das wir mit beachten müssen. Wir sehen also die Inszenierung einiger Menschen, die Rolle, die sorgfältig aufgebaut wurde. Ein Bild, das Menschen von sich der Umwelt präsentieren. Und wir verwechseln oft das mit der sogenannten Wirklichkeit. Nun lass uns fortfahren. Es gibt nämlich 2 Dinge, nur 2 einfache Dinge, die ich dir zeigen möchte, dass du verstehst, wer der Mensch wirklich ist, der dir gerade eine Rolle vorspielt. Nicht das, was er von sich behauptet oder darbietet, nicht das, was er gern wäre oder versucht darzustellen und auch nicht das, was er hofft, dass andere über ihn denken oder er von sich selbst denkt und damit versucht, die Umwelt davon zu überzeugen, sondern das, was er tatsächlich ist, hinter all der Fassade und dem Schauspiel, welches er zeigt. Das Erste, worauf du achten solltest, ist, wie sich jemand verhält, wenn nichts dabei für ihn herausspringt und kein sogenannter Mehrwert für ihn dadurch entstehen kann. Wie ich das meine? Wenn es eben kein Publikum gibt, das er beeindrucken kann oder er sich vielleicht unbeobachtet fühlt. Keine Belohnung oder Preis, dem er nachjagt oder kein Vorteil, den er gewinnen kann dadurch. Ist er dann immer noch da, der Mensch, den er versucht darzustellen? Kümmert er sich dann immer noch um andere? Ist er immer noch ein liebenswürdiger Mensch und handelt er immer noch anständig und freundlich? Und das Wichtigste ist, wenn jemand am Boden ist, wie verhält er sich dann in schwachen Momenten von anderen? Bricht vielleicht seine gesamte Performance zusammen, wenn seine Vorstellungen zerfallen und kein Licht mehr auf ihn gerichtet ist und es keine Darbietung für ihn gibt? Der Großteil der Menschen ist sehr bemüht und besonders angenehm, solange es in ihren eigenen Interessen ist oder ihnen dient. Doch oft spürt man dies und dennoch lassen sich viele von Darbietungen blenden. Der Verkäufer oder Dienstleister, vielleicht aber auch der Mann oder die Frau, die dich anspricht, kennenlernen möchte oder dir etwas verkaufen möchte, ist vielleicht charmant, solange es seinem oder ihrem Ziel dient. Besonders spannend hierbei sind Politiker. Sie sind gerade vor den Wahlen oder wenn es um ihre öffentliche Wahrnehmung geht, besonders mitfühlend, bemüht und scheinbar daran interessiert, etwas Gutes zu tun. Doch was geschieht, wenn die Wahlen vorbei sind? Wie verhalten sich die gleichen Menschen zum Beispiel einem Menschen gegenüber, der ihnen keinen Mehrwert bringen kann, ihnen vielleicht dienen muss oder sie ihm überlegen sind? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen und dürfen. Denn in Zeitungen, öffentlichen Diskursen oder auch auf öffentlichen Veranstaltungen verhalten sich oft genau diese Menschen sehr fein. Doch was, wenn die Scheinwerfer fallen und weg sind? Wenn keiner hinsieht? Wenn keiner zusieht? Was passiert mit dem Vertrauen der Bürger und werden die Dinge nur dann getan, um seiner eigenen Position zu dienen und den eigenen Erfolg damit zu unterstützen? Leider sind viele Menschen sehr daran gewöhnt, sich Positionen zu unterwerfen und zu beugen. Dabei sind Politiker die Diener des Volkes, ihre Vertreter, wenn man das vielleicht etwas überspitzt darstellen möchte, die Angestellten der Bürger eines Landes. Denn sie werden von jedem Einzelnen theoretisch bezahlt durch die Arbeit der Bürger. Das, was Bürger an Steuerleistung abgeben. Und genau dies ist eine Sicht, die bisweilen vielleicht nicht offen diskutiert wurde. Wie verhalten sich diese Menschen? Nehmen sie sich vielleicht mehr raus als andere? Erlauben sie sich zu parken, wo man nicht parken darf, wenn man sie parken lässt aufgrund ihres Status? Drängeln sie sich an Schlangen vor? Bedienen sie sich an Dingen umsonst? Nehmen sie vielleicht etwas mehr mit, als sie hätten sollen? Wie verhalten sich diese Menschen gegenüber ihren Dienern, ihrem Sicherheitspersonal? Denjenigen, die ihnen die Türe öffnen oder vielleicht die Jacke abnehmen. Wie gehen sie mit Bedienungen um und
Was ist das Gefühl, das durch so einen Politiker tatsächlich entstehen kann? Dies wird viel zu selten diskutiert in der Öffentlichkeit. Ich möchte nicht zu sehr beim Bild des Politikers bleiben und den Sachverhalt auf etwas Allgemeineres stellen. Haltet ihr doch bitte immer wieder bei den verschiedenen Punkten die Bilder der Politiker im Hinterkopf. Nun gehen wir weiter. Ist der Liebende nur aufmerksam, solange er deine Zuneigung gewinnen will? Und was geschieht, wenn die sogenannte Transaktion abgeschlossen ist? Was passiert, wenn es einfach nichts mehr gibt, das man bekommen könnte von dir? Genau in solchen Momenten verrutscht oft die Maske dieser Menschen. Genau dann siehst du wirklich, wer hinter dieser Maske steht. Vielleicht ist die Person sogar darüber verwundert, dass er oder sie noch überhaupt etwas tun müsste, obwohl der Handel ja längst abgeschlossen ist. Beobachte, wie jemand mit Bedienungen umgeht, nachdem das Essen bereits serviert wurde oder vielleicht ein Fehler gemacht wurde. Vielleicht der Umgang mit jemand, der ihm nichts zu bieten hat. Mit jemandem, der einfach nur ein anderer Mensch ist. Es gibt eine Geschichte von einem Mann in einem Restaurant, der beobachtet wurde. Er war ziemlich wichtig. Er hatte eine bedeutende Position und trug einen teuren Anzug. Er aß mit einer ebenso wichtigen Person zu Abend in einem Restaurant. Mit jemandem, der seine Karriere voranbringen konnte und vielleicht sogar ein Sprungbrett war in seinem Leben. Er hat eine Vorstellung an diesem Tisch abgeliefert, für die er vielleicht sogar hätte einen Oscar gewinnen können. Kennst du eine solche Situation? Kennst du eine solche Person? Er hat Witze gemacht, er war aufmerksam, höflich, hatte einen superfeinen Vokabular. Er bot eine sorgfältige Aufmerksamkeit für jedes einzelne Wort seines Gegenübers, jede einzelne Geste von ihm und Antwort darauf war perfekt. Er war das perfekte Bild von Charme und Rücksichtsnahme, von Zuhören und Antworten. Jeder hätte sich wahrscheinlich wohlfühlen können in diesem Moment am Tisch gegenüber von ihm. Doch als der Kellner kam, um ihm ein neues Getränk zu bringen, hob er nicht mal den Blick. Als eine Servicekraft versehentlich seinen Stuhl streifte, fuhr er sich scharf an, ohne sein Gespräch mit dem wichtigen Mensch ihm gegenüber auch nur für eine Sekunde zu unterbrechen. Der junge Mann, der ständig alles auffüllte, was leer war am Tisch, hätte genauso gut unsichtbar sein können. Und genau dort in diesen kleinen Augenblicken, von denen er glaubte, sie würden keine Rolle spielen, offenbarte sich sein wahrer Charakter, sein wahres Gesicht. Denn Charakter zeigt sich nicht darin, was du tust, wenn alle zuschauen, oder du einen Mehrwert hast davon. Charakter zeigt sich darin, was du tust, wenn niemand Wichtiges hinsieht oder nichts dabei für dich rausspringen kann. Wenn es keinen Ruhm zu ernten gibt, keinen Ruf zu schützen, kein Spiel zu gewinnen, dann kommt das wahre Gesicht zum Vorschein. So selbstverständlich wie Wasser immer seinen eigenen Pegel findet, so wahrscheinlich ist es, dass sich immer wieder das wahre Gesicht zeigt. Das Zweite, worauf du achten solltest, und das ist genauso wichtig, ist das, was jemand wirklich zum Lachen bringt. Worüber lacht dieser Mensch? Ich meine nicht das höfliche Lachen bei gesellschaftlichen Anlässen, sondern das echte, das spontane Lachen, das ganz von sich selbst hervorbricht, wenn jemand für einen Moment vergisst, sich zu kontrollieren. Denn Lachen gehört zu den ehrlichsten Dingen überhaupt. Wenn jemand über Grausamkeiten lacht, über das Unglück anderer Witze macht, die Menschen herabsetzt oder erniedrigt, dann siehst du das echte Gesicht von ihm. Solche Menschen können dir all die richtigen Worte über Mitgefühl und Freundlichkeit sagen. Sie können wunderbare und schöne Geschichten über Gerechtigkeit und Fairness dir darbieten. Doch wenn sie über Schmerz eines anderen kichern oder sich freuen an deren Verlust, wenn sie Demütigung lustig finden, wenn sie Boshaftigkeit genießen, die sie lediglich als Schlagfertigkeit tarnen, dann weißt du, was tatsächlich in ihrem Herzen lebt und wer sie sind. Ich kannte mal einen Mann, der ständig von seiner Liebe zur Menschheit sprach und seiner Aufgabe, die Welt zu verbessern und seiner Hingabe, anderen Menschen zu helfen, von seiner spirituellen Natur und seinem Glauben. Er hatte all die richtigen Bücher im Regal, all die richtigen Gedanken im Kopf. Doch er lachte, wirklich lachte, wenn jemand eine Geschichte darüber erzählte, wie ein anderer Mensch klein gemacht wurde oder wenn er selbst dazu die Chance hat. Wenn jemand eine peinliche Situation eines anderen schilderte,
begannen seine Augen zu leuchten. Wenn Klatsch und Tratsch grausam wurde, beugte er sich näher hin, um alles auch wirklich mitzubekommen. Und genau dort war er, der wirkliche Mensch. Scheinbar in diesem unbewachten Moment seines Lachens. Denn Worte kannst du kontrollieren und auch dein Verhalten. Du kannst ein Image steuern. Du kannst dich als alles präsentieren, was du gerne möchtest. Doch Lachen ist unfreiwillig. Es kommt aus einer tieferen Ebene als der denkende Verstand. Aus einem ehrlicheren Ort als das Selbst, das ständig eine Rolle performt und spielt. Zeig mir, worüber ein Mensch lacht, und ich zeig dir, was ihm wirklich wichtig ist und wer er ist. Zeig mir, was jemand lustig findet, und ich zeig dir, was dieser Mensch tatsächlich über die Welt und andere Menschen denkt. Der Mensch, der aus echter Freude lacht, über Freundlichkeit, über das Absurde des Lebens und was ihm passiert ist, über die spielerische Unschuld des Lebens, offenbart etwas Schönes. Der Mensch hingegen, der über Leid lacht, über Schwäche, über Schwierigkeiten und Scheitern anderer, offenbart etwas völlig anderes. Nun könntest du sagen, das ist so einfach. Sicherlich ist der Charakter eines Menschen weit komplexer, als lediglich auf 2 Dinge zu achten. Und ja, Menschen sind sehr komplexe Wesen. Wir tragen viele, viele unterschiedliche Seiten in uns. Wir widersprechen uns selbst. Wir sind zu Grausamkeiten ebenso fähig wie zum Mitgefühl, manchmal sogar am selben Tag. Doch diese beiden Dinge, wie sich ein Mensch verhält, wenn er nichts zu gewinnen hat und über was er wirklich lacht, durchbricht all diese Komplexität. Sie umgeht den denkenden Verstand, das strategische Selbst, den Erschaffer des eigenen Images. Sie zeigen dir, was geschieht, wenn die Kontrolle ausgeschaltet ist, wenn die Wachsamkeit nachlässt, wenn der Mensch einfach nur ist, anstatt zu versuchen, jemand zu sein. Stell dir vor, jeder Mensch, dem du begegnest, spielt bis zu einem gewissen Grad eine Rolle. Er spielt den erfolgreichen Berufstätigen, den treuen Freund, den spirituell Suchenden, den kultivierten Menschen oder welche Identität auch immer er sich gerade aufgebaut hat. Und manche dieser Rollen sind ausgesprochen überzeugend. Menschen können sie über Jahre hinweg aufrechterhalten. Doch jede Rolle kostet eben auch Kraft. Sie verlangt Aufmerksamkeit. Sie verlangt, dass der Mensch sich an seinen Text erinnert und seine Bewegung perfekt ausübt. Und dann gibt es diesen kurzen Augenblick, Momente, in denen die Anstrengung einfach nachlässt, in denen jemand vergisst zu spielen und einfach nur reagiert. Genau diese Momente, in denen nichts zu gewinnen ist. Darum geht es. Denn dann fällt die Anstrengung ab. Warum sich für den Kellner verstellen? Warum freundlich zum Hausmeister sein? Warum den obdachlosen Menschen mit Würde behandeln? Er bringt einem doch überhaupt nichts. Und wenn Freundlichkeit nur ein Kostüm ist, dann wird dieses Kostüm genauso in diesem Moment abgelegt, wie auch das gute Verhalten. Ist die Freundlichkeit jedoch echt, stammt sie aus etwas Tieferem als bloßer Strategie, dann bleibt sie bestehen. Sie fließt ganz natürlich, denn freundlich zu sein ist dann eben keine Arbeit, sondern ein Naturell. Es ist einfach das, was dieser Mensch dann ist. Momente des Lachens sind nahezu unbewacht vom Verstand, von der Rolle, die gespielt wird. Lachen geschieht zu schnell, als dass der strategische Verstand es noch einfangen könnte. Es bricht hervor, bevor man darüber nachdenken kann, wie es auf andere wirkt oder was es über dich sagt. Genau deshalb offenbart es oft das, was tatsächlich unter all der sorgfältig aufgebauten Fassade verborgen liegt. Ich spreche nicht von gelegentlichen Ausrutschern, die haben wir alle mal. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder lebt Momente der Ungeduld, der Gedankenlosigkeit oder einer inneren Spannung und in völliger Verzweiflung. Das ist normal. Worauf ich hinaus will, sind Muster. Achte auf Muster bei Menschen, nicht auf einzelne Sequenzen und versuch mehr auf dein Herz zu hören und deine Gefühle dabei wahrzunehmen. Achte auf die beständige Art und Weise, wie jemand handelt, wenn er glaubt, dieser Augenblick zählt im Moment nicht. Die gewohnheitsmäßige Reaktion auf Schmerz oder die Freude anderer Menschen. Es gibt eine Geschichte über einen spirituellen Lehrer, der für seine Weisheit und sein Mitgefühl berühmt war.
Schüler reisten von der ganzen Welt an, um bei ihm lernen und sein zu können. Er sprach wunderschön über Liebe, über Verständnis, über die Verbundenheit aller Lebewesen. Und lange Zeit waren Menschen von ihm beeindruckt. Irgendwann begann man, auf kleine Dinge bei ihm zu achten. Darauf, wie er die Menschen ignorierte, die ihm Essen zubereiteten oder seine Räume reinigten. Darauf, wie er Fragen von Schülern abtat, die für ihn weniger intelligent waren. Darauf, wie er lachte. Ein ganz bestimmtes scharfes Lachen. Immer dann, wenn jemand einen Fehler machte oder sich unbeholfen verhielt. Nach und nach wurde es allen klar, dass all seine schönen Worte genau auch nur das waren. Worte, nichts als Worte. Der wirkliche Mann, derjenige, der zum Vorschein kam, wenn es keinen Vorteil mehr brachte, der weise Lehrer zu sein, war ein völlig anderer Mensch. Jemand, der ungeduldig mit allen war, die seinem eigenen Image nicht wirklich dienten. Jemand, der Unterhaltung darin fand, wenn andere stolperten oder sich vertan haben und schwach waren. Der Gegensatz zwischen seiner Performance und seiner Wirklichkeit war so deutlich, dass er auf einmal beinahe komisch wirkte. Da war ein Mann, der über Mitgefühl sprach und dies lehrte, während er die Menschen direkt vor sich mit beiläufiger Gleichgültigkeit behandelte. Da war ein Mann, der über die Illusion des Egos sprach und gleichzeitig sorgfältig das Bild des erleuchteten Meisters pflegte. Und das Traurigste daran war nicht einmal seine Heuchelei, obwohl dies traurig genug gewesen wäre. Das Traurige war, dass er seine eigene Inszenierung für wirklich hielt. Er hielt die Rolle, die er spielte, für sein wahres Selbst. Genau das geschieht, wenn wir auf diese beiden Dinge nicht achten. Wir verlieren uns in der Geschichte, die Menschen über sich erzählen. Wir glauben ihrer Inszenierung. Wir verwechseln das Schauspiel ihrer Rolle mit der Wirklichkeit. Und dann sind wir oft überrascht, wenn sich genau derselbe Mensch, den wir glauben zu kennen, zu etwas völlig anderem entwickelt oder entlarvt. Doch wenn wir beobachten, wie sich jemand wirklich verhält, wenn nichts für ihn herausspringt, kann es gut sein, dass wir überrascht sind, wer tatsächlich vor uns sitzt. So können wir klar sehen. So werden wir wissen und erfahren, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Wenn wir darauf achten, was jemand ehrlich zum Lachen bringt, worüber er lacht, wenn er sich für einen Moment vergisst und vielleicht sich nicht mehr kontrollieren kann, dann werden wir verstehen, was tatsächlich in seinem Herzen lebt und wer er ist. Und hier wird es sehr interessant. Sobald wir beginnen, auf diese beiden Dinge zu achten, werden wir auch dies bei uns selbst feststellen. Dann werden wir uns selbst dabei ertappen, wie wir ungeduldig mit jemandem umgehen, wie wir jemanden behandeln, der unseren Interessen nicht dienlich ist. Dann werden wir bemerken, wie wir über grausame Dinge oder Gemeines gelacht haben. Und genau in diesen Momenten zeigt sich unser eigener Charakter. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Denn du kannst nichts verändern, was du nicht zuerst erkennst. Solange du dich mit deiner eigenen Rolle identifizierst und solange du glaubst, dein sorgfältig aufgebautes Selbstbild zu sein oder dass das dein wahres Ich ist, bleibst du darin auch gefangen. Doch sobald du beginnst, die Lücke zwischen Rolle und Wirklichkeit zu erkennen, zwischen dem Menschen, den du vorgibst zu sein und dem Menschen, den du tatsächlich bist, dann kann sich etwas verändern, wenn du dies erkennst. Vielleicht wirst du entdecken, dass du in mancher Hinsicht freundlicher bist, als du dir selbst zugestanden hast und vielleicht in anderer Hinsicht weniger freundlich, als du es eigentlich dachtest. Vielleicht stellst du fest, dass das, worüber du lachst, mehr über deine eigenen Werte sagt, als dir bisher klar und bewusst war. Dieses Sehen, dieses ehrliche Betrachten deiner selbst, ohne den Filter der Selbstrechtfertigung, das ist das Wichtigste überhaupt. Denn genau dort beginnt die wirkliche Veränderung. Denn ein Charakter ist nichts Starres. Er ist nicht etwas, womit wir geboren werden und auch nichts, in dem du immer gefangen sein wirst oder festliegst. Charakter ist wie ein Muskel. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, nicht über Grausamkeiten zu lachen, selbst dann, wenn alle anderen lachen, triffst du eine Entscheidung darüber, wer du sein möchtest. Doch zuerst musst du das sehen können. Du musst bereit sein, dich ehrlich anzuschauen. Darauf,
wie du dich tatsächlich verhältst, nicht darauf, wie du glaubst, dich zu verhalten, nicht darauf, wie du dich gerne verhalten würdest. Du musst bereit sein, wahrzunehmen, was dich tatsächlich zum Lachen bringt, nicht das, von dem du meinst, dass es dich zum Lachen bringen sollte. Und genau dasselbe gilt für das Verstehen anderer Menschen. Wir können Menschen nicht klar erkennen, wenn wir nur auf ihre Inszenierung schauen. Wir müssen die kleinen Momente beobachten, die unbewachten Reaktionen, die Augenblicke, in denen sie vergessen, ihr eigenes Bild zu kontrollieren. Genau dort lebt die Wahrheit. Deshalb möchte ich dir etwas vorschlagen. Achte in der nächsten Zeit, wenn du einem Menschen begegnest, darauf, wie er diejenigen behandelt, die nichts für ihn tun können. Nimmt er den Menschen wahr, der den Boden wischt? Bedankt er sich bei der Person, die ihm die Tür aufhält? Spricht er freundlich mit einem Kind, das vielleicht gerade ein wichtiges Gespräch unterbricht? Achte darauf, worüber dieser Mensch lacht. Ist sein Humor großzügig oder verletzend? Findet er Freude an den Absurditäten des Lebens oder an den Fehlern anderer Menschen? Lacht er mit oder über Menschen? Und du wirst erstaunt sein, was du entdecken wirst. Du wirst durch unzählige Inszenierungen hindurchsehen können. Du wirst Menschen mit einer Klarheit verstehen, die vorher unmöglich schien. Und vielleicht ist noch wichtiger, du wirst beginnen, dich selbst zu erkennen. Die Kunst, Charakter zu erkennen, ist eigentlich erstaunlich einfach. Höre nicht auf das, was Menschen sagen. Achte darauf, worüber sie lachen, wenn sie für einen Moment vergessen, sich selbst zu kontrollieren. Alles andere ist Theater, Kostüm und Maske. Doch diese beiden Dinge, sie zeigen dir jedes Mal die Wahrheit. Und wenn du einmal gelernt hast, klar zu sehen, kannst du auch klar entscheiden. Nicht auf Grundlage der Rolle, die jemand spielt, sondern auf Grundlage dessen, wer der Mensch wirklich ist, wenn der Vorhang fällt und das Publikum längst nach Hause gegangen ist.